So, es ist 11:15. Guten Mittag allerseits. Willkommen zum heutigen Webinar. Heute zum Thema Dokumentenmanagement 2. Wir hatten ja vor 2 Wochen bereits Dokumentenmanagement 1 und werden heute dort anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und heute einfach ein bisschen tiefer in die Materie eindringen. Mein Name ist Regula Schaller, für die, die noch keinen Kontakt mit mir gehabt haben. Ich kümmere mich vor allem ums Rollout. Das bedeutet, ich habe sehr oft mit unseren neuen Kunden zu tun und helfe denen, unsere Software so effizient wie möglich in den Kanzleialltag zu integrieren. Ich werde heute unterstützt von Andrew Franke, den Sie hier jetzt auch sehen. Andrew, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Du bist leider noch auf Stumm bei mir. Ja, danke. Guten Tag auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin Andrew Franke, ich bin im First-Level-Support tätig. Also wenn Sie ein Ticket in der letzten Zeit eröffnet haben, dann ist das bei mir gelandet. Oder auch wenn Sie bei der Hotline angerufen haben, werden Sie wahrscheinlich mit mir gesprochen haben. Ich werde mich wie das letzte Mal wieder um Ihre Fragen kümmern. Genau, vielen Dank, Andrew. Dann kommen wir auch schon zu den ersten paar organisatorischen Punkten. Ich habe gesehen, es sind ein paar Teilnehmer dabei, das sind schon alte Hasen, die kennen das alles schon. Für alle die Teilnehmer, die jetzt heute vielleicht das erste Mal dabei sind oder die noch nicht ganz so regelmäßig an den Webinars teilgenommen haben, möchte ich noch kurz ein paar generelle Punkte ansprechen. Und zwar, Sie sollten jetzt hier meinen Bildschirm sehen. Wir können Sie weder hören noch sehen. Also Sie sind alle auf stumm geschaltet, wir können Sie nicht sehen. Sie können aber natürlich trotzdem Fragen stellen. Das können Sie tun in diesem GoToWebinar-Bedienpanel, das Sie an Ihrer rechten Bildschirmseite haben. Ich zeige Ihnen kurz mal, wie das bei Ihnen aussehen sollte. Das ist jetzt ein Screenshot von einem Mac-Computer. Unter Windows sieht es aber relativ ähnlich aus. Das haben Sie an Ihrer rechten Bildschirmseite. Dort haben Sie eine Sektion, die ich hier einrahme, die heißt Fragen. Wenn Sie dort etwas eintippen und dann auf Senden klicken, dann landet das bei Andrew und der Andrew wird dann diese Fragen beantworten. Für alle Fragen, die jetzt heute nicht per Chat beantwortet werden können oder nicht während dem Webinar beantwortet werden, diese Fragen, die werden wir dann im Nachgang entweder per E-Mail oder per Telefon noch beantworten. Also wenn Sie jetzt heute keine Antwort bekommen oder wenn Sie die Antwort bekommen, das können wir so im Chatformat nicht beantworten. Keine Sorge, wir werden es nach dem Webinar machen. Wie Sie es vielleicht schon gesehen haben, ich arbeite auf einem Mac-Computer. Wenn ich nichts anderes sage, dann sind die Arbeitsvorgänge unter Windows eigentlich die gleichen. Ich werde heute, wie auch das letzte Mal, auf der gleichen Version arbeiten. Und zwar ist das Time Sensor Legal Business Edition. Hier ist es die Version 9.1, also die neueste Version. Gut, dann schauen wir uns kurz das Inhaltsverzeichnis an. Ich werde Ihnen als erstes zeigen, wie Sie Vorlagen, die in 4DWrite Pro programmiert wurden, als Word ausführen können. Ich habe Ihnen letztes Mal schon eine Version gezeigt, wie der User selber entscheiden kann, ein 4DWrite Pro Dokument in ein Word umzuwandeln. Hier werde ich jetzt noch eine weitere Methode zeigen, wie das funktionieren kann. Dann schauen wir uns kurz die Dokumentenzentrale an. Dieses Feature gibt es erst ab der Business Edition. Also für alle Teilnehmer, die eine Easy oder eine Smart Edition haben, Sie werden vergeblich nach diesem Feature suchen. Das ist erst Business und First Edition, die
die Dokumentenzentrale haben. Dann schauen wir uns kurz die globale Suche an. Danach zeige ich Ihnen eine Erneuerung, die wir eingebaut haben, und zwar sind das individuelle Archiveinteilungen. Und dann als letztes und wahrscheinlich auch größtes Thema die E-Mail-Archivierung. Ich werde Ihnen 4 Möglichkeiten zeigen, die Sie im Time Sensor haben, wie Sie E-Mails archivieren können. Gut, dann würde ich vorschlagen, wie immer, schalten wir die Kameras aus und konzentrieren uns auf das Gezeigte hier. Da, Kamera aus. So, also, Sie sollten jetzt meinen Bildschirm hier sehen. Ich bin auch hier wieder als Monika Muster angemeldet. Die Monika Muster ist Partnerin in der Kanzlei und in der Software drin ist sie Administratorin. Sie kann also alle Funktionen in der Software steuern. Gut, zuerst, wie können Sie ein 4D-Write Pro, also eine 4D-Write Pro Vorlage als Word öffnen? Und warum möchten Sie das vielleicht? Wie immer im DMS gehe ich jetzt zuerst mal in eine Mandatsmappe, also ich klicke auf das Foto von der Monika, Mandatsmappen, und dann gehe ich jetzt hier auch wieder ins gleiche Mandat, wie wir das letzte Mal benutzt haben, die missbräuchliche Kündigung hier vom Roland Eisenberg. So, wir sind jetzt im Archiv, ich will aber noch kurz in die Entwürfe. Ich wechsle hier oben also zum Tab Entwürfe, so, zack. Und jetzt rufe ich die Vorlagensammlung auf. Das hier, das sind Einstellungen, die natürlich nur diejenigen User machen können, die auch die Berechtigung dazu haben. Also wenn Sie nicht die Berechtigung haben, Vorlagen zu ändern, dann kommen Sie hier in diesen Menüpunkt nicht rein. Ich möchte jetzt gerne diese Klageschrift hier, wenn wir die anschauen, über Bearbeiten, dann sehen Sie, das ist ein 4D-Write-Dokument. Das Besondere in diesem 4D-Write-Dokument ist jetzt, dass wir geschlechtsspezifische Ausdrücke drin haben. Das ist eine Spezialität, die 4D-Write Pro kann, Word kann das nicht. Das sind diese Ausdrücke hier, also diese TXT-Insert-Ausdrücke. Die steuern, ob jetzt das Wort Kläger, Klägerin oder Klägerin für eine Firma erscheint. Genau das Gleiche passiert auch hier unten bei diesem TXT-Insert-Ausdruck, nur steuert hier eben Beklagter, Beklagte, Beklagte. Das ist jetzt eine Vorlage, eine 4D-Write Pro Vorlage, die wir verwenden für eine Klageschrift. Wir wissen aber vielleicht, dass unsere User lieber in Word arbeiten, weil das halt vielleicht ein bisschen intuitiver ist und Word, ich weiß nicht, sie sind halt Word mehr gewohnt. Wir nutzen aber die Ausdrucksvielfalt, die wir in 4D-Write Pro haben. Dazu gehen wir oben rechts auf Ausgabeoptionen. Dann kann ich hier in diesem Fenster ganz unten 4D-Write Pro Konvertierung, hier steht jetzt keine, ich klicke da drauf und sage DocX. Ich schließe das, ich speichere es mit OK, ich verlasse die Vorlagenbearbeitung. Und wenn ich jetzt hier in diesem Mandat, wir sehen, wir haben einen männlichen Mandanten und die Gegenpartei hier ist eine Firma, also weiblich. Wenn ich jetzt hier diese Klageschrift öffne, einen Entwurf daraus mache, dann schauen wir, sollte Word aufgehen. Ja, das passiert auch. Sie sehen, meine Klage ist jetzt im Word-Format aufgegangen, aber wir haben halt hier jetzt eben den Vorteil, zum Beispiel bei diesen Ausdrücken Kläger und Beklagte, da wird direkt das richtige Wort gezogen.
Das ist nur ein Beispiel, wo es von Vorteil sein kann, wenn die Vorlage selber 4D-Write Pro ist, aber in Word ausgeführt wird. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Sie mehrere verbundene Parteien von der gleichen Beziehung haben. Zum Beispiel Erben. Sie haben Erbe 1, Erbe 2, Erbe 3 und so weiter. Wenn Sie eine Word-Vorlage öffnen, dann können Sie einfach nur die Beziehung Erbe hinterlegen. Aber Sie können nicht Case-Related 300.1, 300.2 und so weiter hinterlegen. In 4D-Write Pro können Sie das aber machen. Die Vorlage hier, die wird, also nein, Entschuldigung, der Entwurf hier, der wird jetzt ganz normal, wie Sie es gewohnt sind, als Word-Dokument gesichert. Das bedeutet, nachdem ich diesen geöffnet und bearbeitet habe, muss ich ihn schließen und dann auch wieder ins Timesensor zurückspeichern mit einem Doppelklick. Ich klicke auf Speichern. Et voilà, unser Entwurf ist wieder in der Datenbank zurückgespeichert und kann von anderen Usern benutzt werden. Gut. So viel dazu. Das ist also eine kleine Option, die Sie in Ihrem Vorlagenteam vielleicht besprechen könnten. Wäre es für gewisse Vorlagen nützlich, dass Sie diese in 4D-Write erstellen, aber dann eben in Word ausführen lassen. Wie Sie gesehen haben, hat die Monika hier oben in ihrem persönlichen Bereich einen Button, der Dokumente heißt, und da ist eine rote 4. Wenn wir da drauf klicken, dann öffnet sich die Dokumentenzentrale. Vielleicht haben viele von Ihnen die Dokumentenzentrale bereits gesehen, Sie wissen aber nicht genau, wie damit zu arbeiten ist. Die Dokumentenzentrale zeigt Ihnen eigentlich tagesgenau, was archiviert wurde. Also gehen wir mal davon aus, Sie waren einen Tag lang bei Gericht zum Beispiel oder halt nicht in der Kanzlei. Sie waren nicht im Timesensor drin. Sie möchten aber am Abend sehen, was denn gearbeitet wurde oder wo was archiviert wurde. Dazu ist die Dokumentenzentrale sehr, sehr nützlich. Die Monika Muster, die hat jetzt hier oben eine 4, weil sie in ihren Benutzereinstellungen hinterlegt hat, dass sie gerne so einen visuellen Hinweis haben möchte in den Mandaten, in denen sie Mandatsführerin ist. Das kann jeder Benutzer für sich selber einrichten. Ich zeige kurz, wo das ist. Ich klicke unten links auf den kleinen Schraubenschlüssel und gehe zu Benutzer. Weil die Monika Administratorin ist, sieht sie jetzt hier alle Benutzer. Wenn Sie nicht Administratorenrechte haben, dann sehen Sie hier normalerweise nur Ihren eigenen Benutzer. Ich öffne den Benutzer der Monika und gehe zu Bereich. Das ist der letzte Tab hier hinten. Und hier sehen Sie jetzt, aha, hier geht es um die Dokumentenzentrale. Und ich habe hier für die Monika das Häkchen gesetzt bei Mandatsführer. Bedeutet also, immer wenn in einem Mandat ein Dokument archiviert wird, wo die Monika Mandatsführerin ist, dann zählt die rote Zahl, die Sie vorhin gesehen haben, rauf. Jetzt gibt es vielleicht Mandate, die Sie gerne im Blick behalten möchten, wo Sie weder Mandatsführer noch ausführende Anwältin noch Akquisiteurin sind. Die können Sie natürlich hier unten auch hinzufügen. Also ich kann jetzt hier über das kleine Pluszeichen explizit sagen, okay, das Mandat, sagen wir mal, was gibt es da? ASCOM, genau. Und zwar möchte ich das Mandat Mehrwertsteuerverfahren der ASCOM, speziell dieses Mandat, möchte ich jetzt auch im Blick behalten, und wenn jemand da etwas archiviert, bekomme ich auch hierzu eine kleine rote Zahl. Ich sichere das Ganze, schließe die Einstellung, damit das auch zurückgesichert wird, und gehe zurück in den Bereich von Monika Muster. So, Sie sehen jetzt hier, da sind zwar 2, 4, 6 Dokumente drin, die heute, wie immer, heute in der Demo ist der 1. April 2020, archiviert worden sind. Ich habe aber nur 4 ungelesen. Der Grund dafür ist natürlich, dass diese beiden Dokumente hier,
die stammen von mir, die habe ich, also die Monika Muster, archiviert. Das sehen Sie hier hinten an den Initialen. Und nur die anderen 4 Dokumente, die von jemand anderem archiviert worden sind, werden von diesem Hinweis hier oben erfasst. Wenn Sie jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, 200 Dokumente drin haben, wenn Sie hier oben die Zahl, wenn die unglaublich hoch ist und Sie sagen, nein, ich möchte eigentlich einfach nur die Zahl hier oben weghaben, dann können Sie zurück in die Benutzereinstellungen gehen. Dort hat es nämlich ein kleines Zahnrädchen hier im Bereich. Und dort können Sie dann, bei mir sind es jetzt 4, bei Ihnen sind es vielleicht mehr, diese Dokumente auf gelesen setzen. Und dann geht die Zahl hier oben weg. So. Die Dokumentenzentrale ist aber natürlich nicht nur dafür sehr nützlich, sondern auch, wenn Sie wissen, ich habe vor 2 Wochen ein Dokument archiviert. Was war das schon wieder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dann können Sie hier tagesgenau schauen, wann und wo was archiviert worden ist. Also Sie sehen hier, wenn ich das Fenster ein bisschen größer mache, Sie sehen hier immer den Mandanten, Sie sehen das Mandat. Sie können natürlich die Dokumente auch direkt hier öffnen. Das sehen Sie jetzt nicht, das ist auf dem anderen Bildschirm. Da, zack. Sie können die Dokumente direkt aus der Dokumentenzentrale öffnen. Sie können auch mit einem Rechtsklick die Dokumente kopieren oder wenn Sie es vielleicht fälschlicherweise als gelesen markiert haben, können Sie es auch wieder als ungelesen markieren. Sie können die Mandatsmappe öffnen. Sie können das Dokument als E-Mail verschicken und so weiter. Also Sie können hier eigentlich fast das Gleiche machen, wie Sie auch in den verschiedenen Mandatsmappen machen können. Wenn Sie Dokumente haben mit Anhänge, wie zum Beispiel hier, das erkennen Sie an der kleinen Büroklammer vorne, dann können Sie auch hier die Detailansicht einblenden und die verschiedenen Anhänge öffnen und anschauen. Gut. Sie sind hier natürlich nicht nur auf die Tagesansicht beschränkt, sondern Sie können natürlich auch Woche, Monat, Jahr anzeigen lassen oder alle. Es kann sein, wenn Sie schon lange mit Timesensor arbeiten, wenn Sie viele Dokumente archiviert haben und wenn Sie hier auf alle klicken, dann kann es natürlich sein, dass Timesensor da eine gewisse Zeit braucht, um diese Dokumente alle zu laden. Also wenn Sie schon lange mit Timesensor arbeiten, viele Dokumente haben und auf alle klicken, kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert. Gut, wir sind jetzt hier am 17. März. Ich möchte zum heutigen Datum zurückspringen. Ich klicke hier links einfach auf heute, das kennen Sie ja vom Timesheet und bin zurück in meiner Ansicht vom 1. April 2020. So viel zum Thema Dokumentenzentrale. Wenn Sie sich gefragt haben, was ist denn diese rote Nummer dort oben? Das sind die ungelesenen archivierten Dokumente, die vielleicht in einem Mandat, das Sie speziell hinterlegt haben, archiviert worden sind. Gut, ich gehe jetzt wieder in eine Mandatsmappe, nämlich kommen wir zum nächsten Punkt, zu der globalen Suche. Sie können die ganze Datenbank nach Dokumenten durchsuchen. Vielleicht wissen Sie das, Sie haben ja im Archiv 3 verschiedene Niveaus, auf denen Sie suchen können. Also wenn Sie jetzt in der Mandatsmappe sind, so wie ich das hier bin, und auf Archiv gehe, wenn Sie hier etwas ins Suchfeld eintippen, dann wird einfach nur dieses Mandat durchsucht. Gehen wir eine Stufe tiefer, höher, je nachdem, wie Sie es anschauen, gehen wir ins Dossier. Wenn ich hier ins Archiv gehe und links bei den Filtern nach Mandat alle Mandate anwähle, dann kann ich die Dokumente dieses Mandanten hier durchsuchen. Gehen wir noch eine Stufe tiefer in die Datenbank rein
und sagen, ich möchte gerne die ganze Datenbank durchsuchen. Dazu muss ich in die globale Suche. Also klicken Sie auf das kleine Lupensymbol. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher Mandatsmappe Sie sind. Das können Sie in jeder Mandatsmappe machen oder auch in jedem Dossier. Klicken Sie auf die Lupe, gehen Sie zu globale Suche und hier können Sie jetzt eintippen, nach was Sie denn suchen. Standardmäßig ist die Suche nach Name eingestellt. Sie können hier jetzt aber natürlich auch nach Inhalt suchen. Das mache ich jetzt. Ich wähle hier unten Inhalt und suche jetzt einmal nach dem Wort Arbeitsbeginn. So. Aha, wir haben also eine E-Mail, die ist beim Mandanten Ivo Körtig hinterlegt im Mandat Scheidung. Und da hat es anscheinend das Wort Arbeitsbeginn drin. Ich kann das Dokument auch direkt hier aus der globalen Suche öffnen. Und wenn ich möchte, kann ich hier mit einem Rechtsklick auch wieder das Gleiche machen, wie ich auch schon in der Dokumentenzentrale konnte. Also ich kann das Dokument kopieren, ich kann die Mandatsmappe öffnen, wo das Dokument hinterlegt ist. Ich kann das Dokument aber natürlich eben auch per E-Mail verschicken. Manchmal möchten Sie vielleicht nach zwei Worten suchen, die in einem Dokument enthalten sind. Ich mache es mir hier jetzt kurz mal ein bisschen einfach. Ich setze den Suchmodus und ein und sage jetzt einfach Lorem ipsum, klicke auf Suchen und da habe ich verschiedene Dokumente, wo anscheinend die beiden Wörter Lorem und ipsum hinterlegt sind. Ich kann auch das Gegenteil machen. Ich kann den Suchmodus auch zu oder setzen und dann nochmal das Gleiche suchen. Und auch hier, wenn ich das Dokument gefunden habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie mal einen Vertrag entworfen, wo Sie fanden, den könnte ich noch einmal verwenden, der war eigentlich gut. Oder vielleicht möchten Sie dort verschiedene Textbausteine rausholen, die Sie wiederverwenden möchten. Dann können Sie auch hier das Dokument kopieren und zum Beispiel in einer anderen Mandatsmappe in den Entwürfen einsetzen. Sie müssen da natürlich ein bisschen aufpassen, wenn Sie Dokumente kopieren und einsetzen, der Inhalt der Dokumente verändert sich natürlich nicht. Also wenn ich diese Terminsvollmacht hier jetzt einsetze, ich speichere das mal und öffne, dann sind natürlich die ganzen Informationen hier bleiben die gleichen. Also Anrede, Mandatsnummer und so weiter. Das bleibt alles gleich. Das müssten Sie halt überschreiben. Gut, so viel zum Thema globale Suche. Also noch einmal, Sie können egal welche Mandatsmappe, egal welches Dossier öffnen. Wichtig ist, dass Sie sich im Archiv befinden, auf die Lupe klicken und dann ganz unten finden Sie globale Suche. Der Zugriff auf die globale Suche ist ein Zugriffsrecht. Also wenn Sie dieses Menü nicht haben, dann könnte es sein, dass Sie nicht das Recht haben, die globale Suche aufzurufen. Gut, wir befinden uns hier jetzt in der Mandatsmappe der Ascom Schweiz. Wir sind hier im Mandat 058 Allgemeine Arbeiten. Ich wechsle jetzt kurz mal zum Mehrwertsteuerverfahren, weil ich weiß, dass wir hier ein bisschen mehr Dokumente archiviert haben. So. Jetzt sehen Sie hier viele Dokumente. Wir haben auch Archiveinteilungen drin. Die Archiveinteilungen kennen Sie ja, die können Sie in den Mandatseinstellungen hinterlegen. Die sind ja mandatsübergreifend. Also Sie haben eine allgemeine Einteilung, die für die meisten Ihrer Mandate zutrifft. Jetzt haben Sie vielleicht das eine Mandat, da bräuchten Sie noch eine Einteilung mehr. Es lohnt sich aber nicht dafür, vielleicht eine ganze neue Archiveinteilung zu schaffen.
dafür haben wir ein neues Feature gemacht, und zwar können Sie jetzt mit einem Klick auf die Archiveinteilungen hier oben im Header, wenn Sie dort draufklicken, dann haben Sie jetzt Archiveinteilung anpassen. Sie werden dann gefragt, möchten Sie das für alle Mandate machen, die diese Archiveinteilung haben, oder nur für dieses Mandat? Ich möchte sie jetzt hier nur für dieses Mandat machen. Ich klicke auf nur dieses Mandat. Ich werde zum Schemeneditor der Archiveinteilung geleitet und kann jetzt hier nur diese Archiveinteilungen anpassen. Also wenn ich jetzt sage, okay, verschiedene Unterlagen hier, das brauche ich jetzt eigentlich nicht in diesem Mandat, dann kann ich das hier rausnehmen. Verschiedene Korrespondenz, das brauche ich auch nicht. Dafür möchte ich vielleicht noch etwas anderes hinzufügen. So. Dann klicke ich auf OK. Und Sie sehen jetzt, wenn ich alle Archivbereiche einblende, also das bedeutet auch die, wo kein Dokument drin ist, dann sehen Sie, dass wir hier unten jetzt eine neue Archiveinteilung haben. Und ich kann jetzt Dokumente hier in diese neue Archiveinteilung hinzufügen. Dieser neue Bereich, also neue Archiveinteilung, die erscheint jetzt nur, also dieser Bereich, der erscheint jetzt nur in diesem Mandat Mehrwertsteuerverfahren. Der hat keinen Einfluss auf die anderen Mandate, wo vielleicht der gleiche Archivbereich, also das gleiche Schema hinterlegt ist, weil wir ja gefragt worden sind, möchten wir dieses Mandat ändern oder alle? Also so können Sie individuell, wo es halt nötig ist, die Archiveinteilungen pro Mandat anpassen. Wir empfehlen natürlich nach wie vor, dass Sie sich an die allgemeinen Archiveinteilungen halten, die Sie hier in den Mandatseinstellungen hier hinterlegt haben. Aber eben, wenn es nötig ist, dass Sie vielleicht gewisse Einteilungen hinzufügen müssen, dann können Sie das jetzt hier über Archiveinteilung anpassen machen. Auch das ist ein Zugriffsrecht, vielleicht für die Administratoren, die zuhören. Das Zugriffsrecht, das heißt auch Archiveinteilungen anpassen, glaube ich. Also die User, die das gesetzt haben, die dürfen in den Mandatsmappen hier die Archiveinteilungen anpassen. Gut, die Zeit ist schon fortgeschritten. Gehen wir zu dem großen Thema von heute, und zwar zu den E-Mails. E-Mails sind für die meisten Kunden, mit denen ich zu tun habe, ein Riesenthema, weil sie halt eben sehr viele E-Mails bekommen und die natürlich auch richtig archiviert werden müssen. Sie haben im Time Sensor 4 verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das machen können. Die einfachste, aber meiner Meinung nach auch zeitaufwendigste Möglichkeit ist das Drag and Drop. Also wenn Sie sagen, ja, wir archivieren nicht alle E-Mails, also nicht jede E-Mail muss ins Time Sensor rein, sondern wir archivieren halt nur gewisse E-Mails, dann können Sie das über Drag and Drop machen. Und zwar, ich habe jetzt hier mein Apple Mail offen. Ich ziehe jetzt hier mal eine E-Mail aus dem Apple Mail in meine Mandatsmappe rein. Sie sehen unten rechts, Import läuft, und Time Sensor hat jetzt hier diese E-Mail, das ist diese hier. Das ist ein Reminder, den ich bekommen habe von GoToWebinar, in der entsprechenden Mandatsmappe archiviert. Relativ simpel, funktioniert aus Apple Mail und Outlook. Wenn Sie Windows benutzen, dann haben Sie hier oben noch einen kleinen Outlook-Button. Das ist die Drop Zone. Sie müssen unter Windows zuerst die Drop Zone öffnen und die E-Mail dann dort reinfallen lassen. Die E-Mails werden standardmäßig als PDF gespeichert. Also wenn ich jetzt hier ganz normal einen Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich bei mir der Acrobat Reader.
Wenn ich diese Mail jetzt aber im nativen Format öffnen möchte, also als E-Mail, dann muss ich das mit gedrückter Alt-Taste machen. Dann wird bei mir hier eine E-Mail in Apple Mail geöffnet. Die zweite Möglichkeit, die Sie haben, die auch relativ simpel ist, aber eben auch zeitaufwendig ist, wenn Sie E-Mails direkt aus Ihrem E-Mail-Programm ins Timesheet fallen lassen. Im Timesheet haben Sie links unten die Quick Drop Zone. Und auch hier können Sie E-Mails reinfallen lassen. Sie sehen, bei mir ist jetzt bereits der Eisenberg Roland ausgewählt hier. Ich kann an der zweiten Position jetzt noch die Archiveinteilung auswählen. Ich sage jetzt hier mal Korrespondenz mit Klient, so, zack. Dann suche ich mir hier jetzt mal eine E-Mail und lasse die hier auf den Quick Drop fallen. Auch hier sehen Sie rechts unten wieder, Import läuft, ein grünes Häkchen erscheint und wenn ich jetzt hier vorne auf das Icon mit der 1 draufklicke, dann lande ich direkt im entsprechenden Mandat und sehe, ah ja, okay, ich habe hier die E-Mail Arbeitsvertrag vom Roland Eisenberg archiviert und da hat es auch noch einen Anhang dran, der wurde auch direkt archiviert. Sie können hier unten das Mandat natürlich auch auswählen. Entweder, wenn Sie bereits einen Timesheet-Eintrag gemacht haben, müssen Sie da nur einen Doppelklick drauf machen. Ich mache jetzt hier einen Doppelklick auf Bayer Peer Scheidung. Schauen Sie, was passiert. Links unten aktuelles Mandat, Bayer Peer Scheidung. Ich kann jetzt hier also dazu eine E-Mail archivieren und die wird jetzt im gezeigten Mandat hier unten archiviert. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie mit Drag and Drop arbeiten möchten. Die dritte Möglichkeit ist das Hinterlegen von einem Archivpostfach. Das kennen die meisten von Ihnen, denke ich mal. Sie haben Einstellungen hier unter Parameter Kommunikation. Hier können Sie eine POP3-E-Mail-Adresse hinterlegen. Und diese POP3-E-Mail-Adresse können Sie dann, wenn Sie E-Mails rausschicken, in das BCC-Feld, also in die Blind Copy einfügen. Das passiert auch automatisch, wenn Sie aus einer Mandatsmappe, zum Beispiel hier, eine E-Mail erstellen. Dann sehen Sie bei mir jetzt, Timesensor hat automatisch Apple Mail, eine E-Mail in Apple Mail erstellt und in die Blind Copy hier die E-Mail-Adresse TSL Archiv hinterlegt. Das ist die E-Mail-Adresse, die ich jetzt bei mir in meinem Demo-Szenario als Archivadresse eingespeichert habe. Das ist sehr nützlich für E-Mails, die Sie aus Timesensor erstellen, die Sie rausschicken. Auch hier haben Sie ein bisschen einen Mehraufwand, wenn Sie dann die eingehenden E-Mails zuordnen möchten, weil die müssen Sie dann natürlich an diese E-Mail-Adresse weiterleiten. Entweder weiterleiten oder umleiten. Das Umleiten ist aber etwas, das im Moment nur Apple Mail kann. Outlook kann das leider nicht mehr. Also wenn ich mache das jetzt hier kurz mal, ich schicke dem Herrn Eisenberg hier eine E-Mail, wie besprochen. So. Dann sollte mein Apple Mail das jetzt senden. Genau, die E-Mail ist versendet. Und da ich in der Blind Copy jetzt die Archivierungs-E-Mail-Adresse drin hatte, erscheint diese E-Mail dann, sobald die abgerufen worden ist, auch hier, genau, in unserem Postfenster. Diese Funktion gibt es schon sehr lange im Timesensor. Wie gesagt, die kennen Sie wahrscheinlich. Weil ich diese E-Mail direkt aus dem Timesensor geschickt habe, also
über Apple Mail, aber aus Time Sensor ausgelöst, wurde auch das Aktenzeichen automatisch in den Betreff eingefügt und deswegen konnte Time Sensor hier unten, sehen Sie das, den Mandanten und das Mandat direkt zuteilen. Jetzt gibt es aber noch eine viel, viel bessere und viel effizientere Möglichkeit, und zwar ist das der neue Kommunikator, den wir frisch programmiert haben. Der ist vor allem im Hinblick auf das BEA und auf Justitia 4.0 entstanden. Der Kommunikator ist userspezifisch und hilft Ihnen bei der Bewältigung der täglichen E-Mail-Flut. Das ist ein Zusatzmodul, das Sie aktivieren können. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie gerne nach dem Webinar, können Sie uns gerne kontaktieren. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie das funktionieren kann in der Kanzlei. Auch hier brauchen Sie eine POP3-E-Mail-Adresse, eine zusätzliche E-Mail-Adresse, also eine andere als die Sie in Ihrem Apple Mail oder Outlook hinterlegt haben. Die Monika hier hat jetzt so eine POP3-E-Mail-Adresse und hat die auch hier im Time Sensor hinterlegt. Deswegen erscheint bei ihr jetzt hier der Button Kommunikator. Wenn wir zum Beispiel zum Simon wechseln, dann sehen Sie, der hat keinen Kommunikator, der hat keine E-Mail-Adresse in den Einstellungen hinterlegt. So, jetzt aber, das Praktische am Kommunikator ist, dass mehrere Sachbearbeiter auf diesem Postfach arbeiten können. Die Monika Muster, die hat auf ihrer öffentlichen E-Mail-Adresse, auf ihrer Geschäfts-E-Mail-Adresse, die sie auch im Outlook oder Apple Mail hinterlegt hat, eine automatische Weiterleitung drin. Das bedeutet, sie muss sich nicht darum kümmern, dass die E-Mails im Kommunikator eingehen, sondern das wird einfach alles automatisch weitergeleitet. Das landet alles sowieso hier im Communicator drin. Wenn in diesen E-Mails jetzt im Betreff auch noch das Aktenzeichen steht, wie zum Beispiel bei dieser E-Mail hier, dann kann Time Sensor die auch selber zuteilen. Die Zuordnung, die sehen Sie dann hier unten in der Mitte. Also Sie sehen, das ist eine E-Mail betreffend Eisenberg-Roland. Und zwar betreffend dem Mandat missbräuchliche Kündigung. So, jetzt gibt es aber vielleicht E-Mails, da sagt die Monika, ja, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich möchte gerne, dass mein Assistent, der Robert heißt er, glaube ich, dass der sich darum kümmert. Mit dem hat sie ihr Postfach geteilt. Das kann man hier oben über Konten verwalten sehen. Genau. Sie hat hier dem Robert Zugriff auf ihr Time Sensor Postfach gegeben und kann jetzt mit einem Rechtsklick sagen, okay, diese E-Mail hier, Arbeitsvertrag, ich möchte gerne, dass der Robert sich da jetzt drum kümmert. Verantwortlichkeit, Robert Reimann. Sie sehen, vorne ändert sich jetzt das kleine Bildchen, weil diese Nachricht, die ist jetzt, dafür ist jetzt der Robert zuständig und nicht mehr die Monika. Ich wechsle jetzt kurz mal User, damit Sie sehen können, wie das beim Robert jetzt aussieht. So, auch er hat hier oben den Communicator-Button. Und wenn er drauf geht, sieht er jetzt hier eine ungelesene Nachricht, weil die ja jetzt neu ihm zugeteilt worden ist. Er klickt da drauf und sieht, okay, wie besprochen, da hat es eine Beilage dran. Schauen wir uns die mal an. Okay, das ist der Arbeitsvertrag. Sieht gut aus. Und kann jetzt diese E-Mail bearbeiten. Zum Beispiel eine Frist drauflegen. Rechtsklick, neue Frist. Die Frist, die ist vielleicht nächsten Monat, zum Beispiel am 29. Mai und die ist für die Monika Muster. Zack, und erledigt. Sie müssen also nicht unbedingt
noch in die Mandatsmappe rein oder ins Dossier. Sie müssen kein Drag and Drop machen. Sie können alles hier im Communicator hinterlegen. Wenn das jetzt gemacht ist, wenn die E-Mail bearbeitet ist, dann kann der Robert sogar die E-Mail als bearbeitet, als erledigt markieren. Und zwar auch wieder hier mit einem Rechtsklick, markieren als erledigt. Und vorne gibt es jetzt ein kleines grünes Viereckchen, das die E-Mail eben als erledigt markiert. Gehen wir kurz zurück zu der Monika. Schauen wir bei ihr in den Communicator und sie sieht jetzt hier auch, die E-Mail hat vorne ein grünes Viereck, die ist also erledigt. Wenn E-Mails nicht automatisch zugeteilt werden können, wie zum Beispiel jetzt hier, da haben wir eine E-Mail von der NZZ bekommen, die ist rot vorne, das sehen Sie hier, ein roter Strich, bedeutet, Timesensor erkennt weder die E-Mail-Adresse noch das Aktenzeichen oder es gibt halt kein Aktenzeichen in der E-Mail drin. Kein Problem, ich kann auch hier unten manuell die E-Mail noch zuordnen. Also ich kann auch hier jetzt sagen, okay, das geht jetzt wieder zu der ASCOM, allgemeine Arbeiten, und zwar in Korrespondenz mit Klient. Archivieren, zack, auch diese E-Mail bekommt jetzt vorne einen grünen Balken, was bedeutet, dass sie zugeordnet ist. So können Sie mit Ihrem Assistenten die E-Mail-Flut, die Sie täglich bekommen, ziemlich gut bewältigen, weil eben, wenn das Aktenzeichen im Betreff steht oder im Body irgendwo, dann kann Timesensor dieses Aktenzeichen rauslesen und kann die E-Mails auch direkt schon zuweisen. Sie können dann auch direkt aus dem Communicator die Mandatsmappe öffnen, wenn Sie etwas nachschauen müssen zum Beispiel. Dann klicken Sie einfach hier unten auf dieses kleine Dreieck, Mandatsmappe öffnen und Sie sehen, das ist hier die E-Mail. Wenn ich die öffne, wird die als PDF geöffnet und den Anhang finde ich wie immer hier in der Detailansicht. Gut. Jetzt habe ich bereits 3/4 Stunden durchgeredet. Andrew, wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es Fragen, die wir vielleicht jetzt gerade noch kurz anschauen könnten? Ja, ich habe hier die Frage, kann man ein Dokument auf ein anderes Mandat verlinken? Also auf zwei Mandate sozusagen. 2 Mandate. Nein, Sie können nicht ein Dokument auf 2 Mandate legen. Sie können Personen verlinken. Also Sie können zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier zurück zum Roland Eisenberg gehen, haben wir zum Beispiel hier den Arbeitsvertrag. Wenn ich jetzt hier die Informationen einblende, dann sehen Sie unten die Zuordnung. Hier könnte ich jetzt eine weitere Adresse hinzufügen, also über dieses Plus, dann erscheint der Selektor. Den Selektor kennen Sie ja, der erscheint überall so ein bisschen im Timesensor. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, das ist vielleicht noch interessant oder ich möchte das verlinkt haben beim Gegenanwalt. Haben wir einen Gegenanwalt? Ja, der Herr Meister. So. Und dann sehen Sie, ist jetzt hier unten bei der Zuordnung der Meister Robert auch drin. Das bedeutet, aus seinem, ich muss das kurz noch bestätigen, aus seinem Dossier raus könnte man jetzt dieses Dokument auch öffnen. Das Dokument wird nicht kopiert. Es ist immer noch ein Dokument, es ist immer noch das gleiche Dokument. Sie haben einfach von beiden Dossiers oder Mandatsmappen aus Zugriff auf dieses Dokument. Ja, dann noch eine
Andere Frage, das ging vielleicht etwas schnell. Könntest du nochmals zeigen, wo man eine neue Archiveinteilung macht? Also diese spezifische Archiveinteilung. Natürlich, ja. Wenn Sie in einem Mandat sind, wo bereits eine Archiveinteilung hinterlegt ist, dann haben Sie hier oben, ich hoffe, Sie sehen meine Maus, hier oben diesen Button mit den Strichen drauf. Dort haben Sie jetzt neu nebendran ein kleines Dreieckchen. Und wenn Sie dort draufklicken, dann haben Sie unten die Möglichkeit, Archiveinteilungen anpassen auszuwählen. Wenn Sie dort draufklicken, dann werden Sie gefragt, ob Sie die Archiveinteilung für alle Mandate ändern möchten, die dieser Archiveinteilung zugeteilt sind, oder nur für dieses Mandat. Ich klicke jetzt, wie vorher auch schon, einfach auf nur dieses Mandat. Das bedeutet, ich möchte jetzt einfach für das Mandat missbräuchliche Kündigung etwas an der Archiveinteilung ändern. Also eben zum Beispiel, ich könnte jetzt hier sagen, diese Einteilungen hier, die brauche ich nicht, die lösche ich raus. Oder ich brauche etwas anderes, ich füge etwas hinzu. Und das wird dann nur für dieses Mandat 004, missbräuchliche Kündigung, angewandt. Mhm. Dann noch auch zur Archiveinteilung. Was passiert mit den Dokumenten, falls sie jetzt schon in einer Archiveinteilung wären und man diese ändert? Dann werden die Dokumente rausgenommen. Also wenn Sie eine Archiveinteilung ändern oder löschen und dort sind Dokumente drin, dann werden die Dokumente zu keine Archiveinteilung eingeteilt, so wie Sie das hier haben. Also diese Dokumente hier oben, diese 5 Dokumente haben keine Archiveinteilung. Das sehen wir einmal daran, dass hier oben nichts drinsteht. Und das sehen wir auch, wenn wir den Info-Button hier drücken. Und hier unten beim Bereich steht jetzt keiner. Also diese Dokumente sind nicht zugeordnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben hier jetzt etwas drin, Korrespondenz mit Klient. Wenn ich diese Archiveinteilung Korrespondenz mit Klient jetzt wegnehme, dann sehen Sie, dann wird das Dokument, das dort drin war, jetzt einfach auch unter kein Bereich eingeteilt. Also die Dokumente verschwinden nicht, die verlieren einfach die Zuordnung zum Bereich. Gut, danke. Dann noch eine weitere Frage, die ist gerade reingekommen. Wie sieht man, ob eine archivierte E-Mail Attachments hat, einen Anhang? Das sehen Sie, ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Wir haben ja hier diese E-Mails, diese 4 E-Mails haben Anhänge. Das erkenne ich an der kleinen Büroklammer vorne dran. Also die E-Mail hier, die hat keinen Anhang, keine Büroklammer. Die 4 E-Mails hier, die haben Anhänge. Und die Anhänge, die sehe ich dann, sobald ich mit diesem Button hier oben die Detailansicht einblende. Also immer wenn Sie ein Dokument haben, das kann auch ein PDF-Dokument sein, das sehen wir hier zum Beispiel. Immer wenn Sie beim Dokumenten-Icon noch eine kleine Briefklammer dran haben, dann wissen Sie, aha, da hat es Anhänge dran. Das passiert auch zum Beispiel bei den Rechnungen. Wenn Sie eine Rechnung haben, ein Detailblatt und vielleicht noch einen QR-Code oder einen SR-Einzahlungsschein, dann sollte das eigentlich normalerweise auch so aussehen. Ja, genau, das waren die Fragen. Die wir nicht beantworten konnten, werden wir noch per E-Mail oder telefonisch beantworten. Genau. Ja, vielen Dank. Dann würden wir das Webinar hier beenden. Es ist ein bisschen länger gegangen. Bitte entschuldigen Sie das. Wir werden das nächste Mal wieder versuchen, also ich werde das nächste Mal wieder versuchen, die Zeit einzuhalten. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Mittag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen guten Mittag miteinander.